Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wie ihr vielleicht wisst, studiere ich gerade Maschinenbau an der BTU. Und da ich mich gut in solche Themen reindenken kann und ich immer wieder von meinen FreundInnen gefragt werde, ey, Luzi, hilfst du mir mal bei der Hausaufgabe? Da habe ich mir heute gedacht, Mensch, Luzi, mach doch mal ein Video zum Kräfteparallelogramm. Dafür zeige ich euch einfach mal an einem Beispiel, was das Kräfteparallelogramm eigentlich ist und wie ich die Ersatzkraft damit berechne. Okay. Aber wo fangen wir an? Lasst uns am besten noch mal einen Schritt zurückgehen. Denn das Kräfteparallelogramm ist eines der Grundgesetze der Statik. Und wenn ihr auch meine anderen Beiträge verfolgt habt, dann wisst ihr sicher schon, dass Kräfte durch Kraftzerlegung in ihre unterschiedlichen Komponenten aufgeteilt werden. Also so ganz nach dem Motto aus 1 mach 2. Mithilfe des Kräfteparallelogramms, da könnt ihr diesen Vorgang umkehren. Es werden also zwei Kräfte miteinander addiert. Zauberei. Oh, ich sehe gerade, Bogdan fragt, wo denn das erwähnte Video zur Kraftzerlegung zu finden sei. Kleinen Moment. Warte, ich poste gleich den Link. Ja, so. Nun aber Butter bei die Fische, wie wir hier sagen. Ich bekomme richtig viele Nachrichten von euch, wo ihr fragt, Luzi, wozu brauche ich das? Hast du ein Beispiel? Na klaro. Also, nehmen wir einfach mal Newtons bekannte Meerschweinchen Bruni und Siggi. Die haben es gerade auf ein großes Fass mit Gewürzgurken abgesehen. Und um das zu verspeisen, müssen sie das erstmal zu ihrem Käfig befördern. Dazu haben sie zwei Seile am gleichen Angriffspunkt angebracht und ziehen das Fass so hinter sich her. Es bedarf schließlich auch gemeinsamer Meerschweinchen-Muskelkraft, um dieses massive Teil in Bewegung zu versetzen. Und das nennen wir auch eine Überlagerung von Kräften, was aber nur bedeutet, dass mehrere Kräfte an einem Körper angreifen. Also im Grunde ziehen sowohl Siggi als auch Bruni an dem Fass und dabei müssen sich eben beide ziemlich anstrengen. Aber irgendwas ist doch an der Sache komisch, oder? Ja, ganz genau. Die Wege der beiden Meerschweinchen sind unterschiedlich. Bruni zieht eher nach links oben und Siggi zieht eher nach rechts unten. Naja, sonst würden sie sich ja auch gegenseitig behindern. Aber das Gurkenfass bewegt sich trotzdem in die gleiche Richtung. Wie kann das sein? Ja, das liegt daran, dass die Kräfte, die auf das Fass einwirken, zu einer Gesamtkraft zusammengefasst werden können. Und das ist die sogenannte Ersatzkraft Fr. Die heißt auch resultierende, aber dazu dann später mehr, okay? Um die Ersatzkraft zu ermitteln, da können wir einen grafischen Lösungsweg wählen. Und dafür verwenden wir zwei Kniffe aus der Mathematik und der Physik. Erstens, Kräfte sind vektorielle Größen und können als Vektoren dargestellt werden. Naja, und Vektoren, die können addiert werden. Und grafisch bedeutet das, dass die Kräfte parallel verschoben werden. Und zweitens, Parallelogramme sind Vierecke, die keinen rechten Winkel haben, aber deren gegenüberliegende Seiten parallel zueinander sind. Klar. In unserem Beispiel, da wirken jetzt also zwei Kräfte, nämlich die von Siggi und von Bruni, Meerschweinchen-Power, am gleichen Angriffspunkt auf unser Gurkenglas. Zeichnen wir diese beiden Kräfte doch mal als Vektoren in ein Koordinatensystem, sodass die Länge der Vektoren maßstabsgetreu ist. Also gehen wir davon aus, dass unser größeres Meerschweinchen, also Siggi, das Gurkenfass mit 9 Newton unter einem Winkel von 25 Grad ziehen kann und Bruni es mit 6 Newton unter einem Winkel von 5 Grad in ihre Richtung zieht. Und jetzt zeichnen wir durch Parallelverschiebung ein Parallelogramm, unser Kräfteparallelogramm. Und dazu verschieben wir Siggis Kraftpfeil so, dass der Startpunkt von Siggis Kraftpfeil
mit dem Endpunkt von Brunis Kraftpfeil übereinstimmt. Und nach dem gleichen Schema verschieben wir dann noch den Kraftpfeil von Brunis Muskelkraft parallel, sodass der Startpunkt von Brunis Kraftpfeil mit dem Endpunkt von Siggis Kraftpfeil übereinstimmt. So, und wie ihr seht, haben wir als Ergebnis an dieser Stelle zwei sich kreuzende Linien. Und der Schnittpunkt ist gleichzeitig die Pfeilspitze der Ersatzkraft, also der Gesamtkraft, die auf das Gurkenfass wirkt. Startpunkt der Ersatzkraft ist der gemeinsame Angriffspunkt der Kräfte. Endpunkt der Ersatzkraft ist der Endpunkt der verschobenen Kraftpfeile. Wenn wir uns jetzt das Kräfteparallelogramm nochmal ganz genau anschauen, dann sehen wir auch, dass die Ersatzkraft die Diagonale des entstandenen Kräfteparallelogramms ist. Okay, also jetzt nochmal zum Mitschreiben. Die Ersatzkraft ist also die Kraft, die durch den Startpunkt des Kraftvektors und den Endpunkt des verschobenen Vektors gebildet wird. Magic! Wirken also zwei Kräfte auf einen Körper, so ist die Summe dieser zwei Einzelkräfte gleich der Wirkung einer sogenannten Ersatzkraft. Okay, lasst das jetzt erstmal auf euch wirken. Ich habe hier nochmal für euch zusammengetragen, wie mit Hilfe eines Kräfteparallelogramms die Ersatzkraft bestimmt wird. Zuerst verschiebt ihr die zwei vorhandenen Kräfte parallel, sodass sich ein Parallelogramm bildet. Und danach verbindet ihr den Startpunkt mit dem Endpunkt der verschobenen Kräfte. Wie ihr gleich sehen werdet, entspricht das Kräfteparallelogramm der Addition der zwei Kraftvektoren. Ach ja, um die Frage von Bogdan zu klären, bei mehr als zwei Kräften, da sprechen wir nicht von der Ersatzkraft, sondern von der resultierenden Kraft. Aber dazu mehr in einem anderen Video. Übrigens, das Kräfteparallelogramm und die Ersatzkraft sind sozusagen ein Sonderfall der resultierenden Kraft. Das Kräfteparallelogramm ist somit ein Hilfsmittel für die grafische Untersuchung von Kräften und ermöglicht das Zusammenfassen bzw. Zerlegen von Kräften. Messen wir unseren Kraftpfeil für die resultierende Ersatzkraft mal nach. Dieser hat rund 7,2 cm. Laut unserem Maßstab entspricht 1 cm gleich 2 Newton, was bedeutet, dass das Gurkenglas mit einer Gesamtkraft von 14,4 Newton gezogen wird. Okay, also bis hierher haben wir unsere Aufgabenstellung rein grafisch gelöst über das Kräfteparallelogramm. Ja, Sophie, du hast total recht. Also die grafische Lösung, die ist einfach nicht so genau. Und wenn eine höhere Genauigkeit gefordert ist, dann solltet ihr das Ganze unbedingt analytisch bestimmen. Und das ist aber nochmal eine völlig andere Hausnummer. Und deswegen gibt es dazu auch nochmal ein extra Video. Okay, und zum goldenen Abschluss hier nochmal die 3 wichtigsten Aussagen. Wirken zwei Kräfte in einem Angriffspunkt auf einen Körper ein, so kann die Ersatzkraft durch das Kräfteparallelogramm ermittelt werden. Die Ersatzkraft ist die Kraft, die durch den Startpunkt eines Kraftvektors und den Endpunkt des verschobenen Vektors gebildet wird. Und dabei, aufgepasst, fallen der Endpunkt der ersten Kraft und der Startpunkt der zweiten Kraft zusammen. Das Kräfteparallelogramm ist mit der mathematischen Vektoraddition gleichzusetzen und wird zur grafischen Analyse von Kräften genutzt. Jo, so, liebe Freunde der Mathematik. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Schreibt mir gerne eure Ideen, Fragen, Anmerkungen. Fällt es euch auch so schwer, solche Aufgaben zu lösen? Oder sagt ihr, easy peasy? Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf eure Kommentare. Dann bis zum nächsten Mal. Eure Luzi.